Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Mann, der eine Tochter namens Klug Elsie hatte. Als sie heranwuchs, sagte ihr Vater, wir sollten einen Ehemann für sie finden. Die Mutter stimmte zu, ja, wenn nur jemand sie heiraten möchte. Schließlich kam ein Mann namens Hans von weit her und wollte sie heiraten, aber er bestand darauf, dass Klug Elsie wirklich klug sein müsse. Der Vater sagte, oh, sie hat viel Verstand. Die Mutter fügte hinzu, oh, sie kann sogar den Wind die Straße herunterkommen sehen und Fliegen husten hören. Hans entgegnete, wenn sie nicht wirklich klug ist, werde ich sie nicht heiraten. Beim Abendessen, nachdem sie gegessen hatten, sagte die Mutter, Elsie, geh in den Keller und hol etwas Bier. Klug Elsie nahm den Krug von der Wand, ging in den Keller und klopfte beim Gehen leicht auf den Krug, um sich die Zeit zu vertreiben. Unten angekommen, holte sie einen Stuhl und stellte ihn vor das Fass, damit sie sich nicht bücken musste und sich den Rücken verletzen würde. Sie stellte den Krug vor sich und öffnete den Hahn. Während das Bier floss, schaute sie sich um und bemerkte nach einigem Suchen eine Picke, die über ihr hing und die Arbeiter dort versehentlich zurückgelassen hatten. Klug Elsie begann zu weinen und sagte, wenn ich Hans heirate und wir ein Kind haben und es groß genug ist, um hier Bier zu holen, könnte die Picke ihm auf den Kopf fallen und ihn töten. Sie weinte laut über das Unglück, das sie kommen sah. In der Zwischenzeit warteten die Leute oben auf ihr Getränk, aber Klug Elsie kam nicht zurück. Die Mutter sagte dann zum Diener, geh in den Keller und schau, wo Elsie ist. Die Magd ging hinunter und fand Elsie weinend neben dem Fass sitzen. Elsie, warum weinst du? Fragte die Magd. Oh, antwortete Elsie, habe ich denn keinen Grund zu weinen? Wenn ich Hans heirate und wir ein Kind haben und es groß genug ist, um hier Bier zu holen, könnte die Picke ihm auf den Kopf fallen und ihn töten. Die Magd erwiderte, was für eine kluge Elsie wir haben, und setzte sich neben sie und begann ebenfalls zu weinen. Nach einer Weile, da die Magd nicht zurückkam und die Leute oben immer noch Durst hatten, sagte der Vater zum Jungen, geh in den Keller und schau, wo Elsie und die Magd sind. Der Junge ging hinunter und fand Klug Elsie und die Magd, die zusammen weinten. Er fragte, warum weint ihr? Oh, sagte Elsie, habe ich denn keinen Grund zu weinen? Wenn ich Hans heirate und wir ein Kind haben und es groß genug ist, um hier Bier zu holen, könnte die Picke ihm auf den Kopf fallen und ihn töten. Der Junge sagte, was für eine kluge Else wir haben, und setzte sich zu ihnen und begann ebenfalls zu weinen. Oben warteten sie auf den Jungen, aber als er nicht zurückkam, sagte der Vater zur Mutter, geh in den Keller und schau, wo Elsie ist. Die Mutter ging hinunter und fand alle drei weinend. Sie fragte, was los sei, und Elsie erklärte, dass ihr zukünftiges Kind von der Picke getötet werden könnte, wenn es hierher kommt, um Bier zu holen, wenn sie fällt. Die Mutter sagte dann, was für eine kluge Elsie wir haben, und setzte sich, um mit ihnen zu weinen. Der Vater wartete noch eine Weile, aber als seine Frau nicht zurückkam und er sehr durstig wurde, sagte er, ich muss selbst in den Keller gehen und sehen, wo Elsie ist. Als er ankam, fand er sie alle zusammen weinend sitzen. Er hörte den Grund und erfuhr, dass, wenn Elsie ein Kind hätte, die Picke auf ihn fallen und ihn töten könnte, wenn er Bier zapfen würde. Er rief, oh, was für eine kluge Elsie, und setzte sich, um mit ihnen zu weinen. Hans war schon lange allein oben. Er dachte, sie müssen dort unten auf mich warten. Ich sollte nachsehen, was sie tun. Als er hinunterkam, sah er alle fünf dort sitzen und laut weinen. Welches Unglück ist geschehen? Fragte er. Oh, lieber Hans, sagte Elsie,
Wenn wir heiraten und ein Kind haben und es groß genug ist, um ein Getränk zu holen, könnte die Pike ihm auf den Kopf fallen und ihn töten. Haben wir dann nicht einen Grund zu weinen? Nun, sagte Hans, wenn das alles das Verständnis ist, das du in meinem Haushalt brauchst, dann werde ich dich heiraten. Und er nahm ihre Hand, brachte sie nach oben und heiratete sie. Nachdem Hans und Else eine Weile verheiratet waren, sagte er, »Frau, ich gehe arbeiten und verdiene etwas Geld für uns. Bitte geh auf das Feld und schneide den Mais, damit wir etwas Brot haben.« »Ja, lieber Hans, das werde ich tun«, antwortete sie. Nachdem er gegangen war, machte sie sich eine köstliche Suppe und nahm sie mit auf das Feld. Als sie auf dem Feld ankam, dachte sie bei sich, was soll ich zuerst tun? Soll ich den Mais schneiden oder zuerst essen? Oh, ich werde zuerst essen. Sie aß ihre Suppe, und als sie satt war, dachte sie wieder nach, was soll ich tun? Soll ich zuerst den Mais schneiden oder zuerst schlafen? Ich werde zuerst schlafen. Also legte sie sich in den Mais und fiel in einen tiefen Schlaf. Hans war schon lange zu Hause, aber Else kam nicht zurück. Er dachte, was für eine kluge Else ich habe. Sie ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Hause gekommen ist, um zu essen. Aber als der Abend kam und sie immer noch nicht auftauchte, ging Hans nachsehen, wie viel sie geschnitten hatte, sah aber, dass nichts geschnitten war und fand sie schlafend im Mais liegend. Er ging schnell nach Hause, holte eine Vogelfalle mit kleinen Glocken und hängte sie um sie, während sie weiter schlief. Dann lief er nach Hause, schloss die Tür und setzte sich, um zu arbeiten. Schließlich wurde es dunkel und klug Else wachte auf. Als sie aufstand, hörte sie überall um sich das Klingen der Glocken, und sie läuteten mit jedem Schritt, den sie machte. Das erschreckte sie und sie begann zu zweifeln, ob sie wirklich klug Else war oder nicht. Sie sagte, bin ich es oder bin ich es nicht? Aber sie wusste nicht, wie sie diese Frage beantworten sollte, also stand sie verwirrt da. Schließlich beschloss sie, ich werde nach Hause gehen und fragen, ob ich es bin oder nicht. Sie werden es sicher wissen. Sie rannte zu ihrem Haus, aber die Tür war geschlossen. Sie klopfte an das Fenster und rief, »Hans, ist Else drinnen?« »Ja«, antwortete Hans, »sie ist drinnen.« Das erschreckte sie und sie sagte, »Oh nein, dann bin ich es nicht«, und ging zu einer anderen Tür. Aber als die Leute das Klingeln der Glocken hörten, öffneten sie nicht die Tür, und sie konnte nirgends hineinkommen. Also rannte sie aus dem Dorf, und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.